Guten Morgen, Mädels und Jungs. Das Wetter meldet sich heute nicht unbedingt von seiner schönsten Seite. Heute geht es nämlich von Serf aus los Richtung Fähre, Genua, und von dort dann auf Korsika. Es ist zwar warm, aber sehr stark bewölkt und es gibt auch Gewitterwahrscheinlichkeit. Bis jetzt ist es trocken und hoffentlich auch, wenn wir dann in Italien oder durch Italien durchfahren. Jetzt einmal genießen wir die Abfahrt und dann den Reschenpass. So, hier oben auf dem Reschenpass. Traun im Vinschgau ist hier der Turm, der im See steht. Da der See momentan sehr Niederwasser führt, wurde hier ein kleines eigenes Becken gemacht, wie man sieht. Und damit der Turm weiterhin im Wasser steht, wegen dem Gemäuer. Wirklich eine wunderbare Gegend. Man sieht, dass hier ziemlich viel zufließt, aber der Reschensee sehr wenig Wasser hat, weil hier die Sandbank ist normalerweise mit Wasser voll. Ja, endlich auf der Fähre. Man muss ja auf der Fähre viele Stunden vorher dort sein. Nein, Scherz. 90 Minuten vorher mit einem Motorrad oder mit einem Fahrzeug. Und das Motorrad wird nur mit einem Gurt angehängt, mehr nicht. Und das soll dann stehen bleiben. Naja, schauen wir mal. Bin neugierig. Aber wird schon nicht viel passieren. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, bin ja nicht das einzige Motorrad, es werden noch einige kommen. Ja, und viele werden dann einfach nach oben gehen und die Aussicht genießen. So wie ich auch. Okay Leute, so schaut es auf der Fähre aus und das sind die Gänge. Und wir schauen uns jetzt einmal draußen um. Wenn die Türen aufgehen, sind ziemlich schwer aufzumachen. Das, was ihr hier da sehen könnt, ist Bastia von der Fähre aus. Wunderschöner Anblick. Und in einer guten Stunde geht's los Richtung Korsika. Dann werden wir auf Korsika schöne 5 Tage verbringen mit Motorrad, Sonne und Meer. Und am Anfang der Fähre der Tweety. Gar nicht so kurz eine Fähre, weit zu gehen. Die Ventilatoren machen einen ganz schönen Lärm. Ja, und wie es halt üblich ist, es geht schon etwas der Wind. Und gut, dass wir schon früh genug da waren und nicht mit dem Auto, sondern mit dem Motorrad. Denn die Motorräder werden gleich durchgeschleust, damit sie seitlich Aufstellung nehmen können und nicht hinter den Autos warten müssen. Und jetzt sind wir am Heck angelangt und hier hinten ist die Einfahrt. Scheinen schon alle da zu sein.
Und wir machen eine Runde um die Fähre. Und da geht es auch dann wieder aus der Fähre heraus. Das ist nur ein kleiner Absatz zum Reinfahren. Geht relativ leicht. Und so schaut die Fähre von Novi aus. Wir sind auf der gleichen, nur das ist die andere Fähre, die vielleicht nach Sardinien oder sonst irgendwo hinfahrt. Und hier kann man sehen, wie gerade ein Auto mit einem Wohnwagen hineinfährt. Beim Überladen muss man aufpassen, sonst kann man gar nicht auf die Fähre fahren. Für einen gemütlichen Abend und Nacht habe ich mir einen netten Sitz genommen und werde in dem Liegesitz übernachten. Jetzt auf der anderen Seite. Der Hafen ist riesig, von Bastia. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und eine Menge Fähren legen hier ab. Auch für mich das erste Mal auf einer großen Fähre verschifft zu werden. Aber es macht richtig Spaß und ist relativ leicht und easy, denn wenn man auf die Fähre kommt, wird einem gleich gezeigt, wo man hinfahren muss. Man geht zur Information, sie sagt einem gleich, wo der Sitz ist oder das Zimmer. Es geht so schnell. Check-in ist innerhalb von einer Viertelstunde erledigt, also relativ easy. Und man braucht auch keine Angst vor Fähren haben. Auch wenn es vielleicht ein paar Sprachbarrieren gibt, ist das schnell überwunden. Auf den Schiffen können alle Italienisch, Englisch und Französisch. Also von dem her kommt man zumindest mit einer Sprache durch. So, wir haben Bastia schon hinter uns gelassen. Ich genieße einfach mit einem, zwei Heineken das problemlose Einchecken und Ablegen. Und ja, so schaut einmal die hintere Bar auf dem Schiff aus. Und der Barraum im 6. und im 8. im Deck sind dann die Kabinen. Im 7. ist dann neben dieser Bar ist dann Spielautomaten und eine Kinderlandschaft und ein Restaurant und vieles mehr, sodass jeder sich etwas kaufen kann. Ja, und dann gibt es auch neben den Kabinen, die nicht unbedingt für eine Person sehr günstig sind, gibt es auch noch Pullman-Sitze, nennen sie das. Das sind nichts anderes als Sitze, die normalerweise in einem Flieger sind, zum Hinlegen oder von einem Autobus. Und die kann man sich reservieren, ist relativ günstig, kostet für die Überfahrt nur 4 oder 6 Euro. Und ja, dann hat man seinen eigenen Sitz in einem abgeschiedenen Raum, ohne Kindergeschrei, und kann angenehm die Nacht verbringen. Wir haben um 22 Uhr abgelegt. Man sieht es leider nicht mehr gut.
Aber da hinten sind noch die Lichter der Stadt. Ich glaube, das seht ihr nicht mehr. Und die haben wir hinter uns gelassen, 22 Uhr abgelegt und um 8:20 Uhr legen wir an. In Genua abgelegt, in Bastia legen wir an um 8:20 Uhr. Dann werden wir gleich eine kleine Runde machen in die Insel und schauen uns an, was die Insel so zu bieten hat.